Einen nicht arretierbaren Schalter, ein Brushless-Motor und eine regelbare Drehzahlsteuerung besitzt der neue Makita Akku-Winkelschleifer DGA 517. Was er alles kann und ob sich ein Kauf für dich lohnt, erfährst du in diesem Video. Los geht's wie immer nach dem Intro. Für einen Preis von ungefähr 145 €, wobei der aktuellste Preis wie immer unten in der Videobeschreibung ist, bekommt man zurzeit wie bei Makita üblich einen sehr gut verarbeiteten Akku-Winkelschleifer. Das komplette Gerät wiegt dabei insgesamt ca. 3,1 Kilogramm, was angesichts der Größe trotzdem verhältnismäßig in Ordnung ist. Durch eine Verengung in der Mitte des Winkelschleifers wird ein angenehmer Griff gewährleistet, durch den das Halten und Bewegen des Werkzeugs ermöglicht wird. Dabei ist meines Erachtens nach der Schwerpunkt beim Halten ohne Akku ziemlich stark nach vorne verlagert, wohingegen dieser mit einem 3 bzw. 4 Ampere-Stunden Akku angenehm ausgeglichen ist. Das Gerät ist ansonsten an der Daumenablage bzw. am Handgriff großflächig mit Gummi beschichtet, um einen sicheren und rutschfesten Halt gewährleisten zu können. Zur weiteren Verbesserung des Handlings befindet sich ebenfalls wie bei den bereits vorgestellten Winkelschleifern an beiden Seiten ein M8-Gewinde, in welches der mitgelieferte, ebenfalls gummierte Handgriff beidseitig eingeschraubt werden kann, um somit dem Gerät eine wesentlich bessere Haptik zu geben. Das Herzstück des Winkelschleifers hingegen ist, wer hätte es gedacht, ein Brushless-Motor mit ordentlich Leistung und robuster Bauweise, um Schutz gegen Staub und Spritzwasser auf Baustellen etc. umzusetzen. Auf der Vorderseite befindet sich dann ein M14-Gewinde mit passendem Aufsatz bzw. Kontermutter, in die die Trennscheibe oder ähnliches anschließend eingespannt wird. Die Größe der Trennscheibe darf dabei maximal, wie auch bei dem DGA 504, 125 mm betragen und wird durch die Kontermutter bzw. den passenden Schlüssel befestigt. Damit sich die ganze Scheibe anschließend beim Festschrauben nicht mitdreht, befindet sich auf der Rückseite ein kleiner schwarzer Knopf, welcher zum Arretieren der Trennscheibe gedrückt werden muss, wodurch anschließend die Kontermutter mit dem Schlüssel festgezogen werden kann. Im angebrachten Zustand hat die 125 mm Trennscheibe also eine maximale Schnitttiefe von 29 mm, was im Großen und Ganzen für so ziemlich alle anfallenden Arbeiten genügen sollte. Zur Sicherheit gegenüber der rotierenden Scheibe befindet sich natürlich um diese eine abnehmbare Schutzabdeckung aus Metall, die aber im Vergleich zum Vorgängermodell über einen Schnellverschluss verfügt. Dabei kann diese in richtiger Position, gekennzeichnet durch die Aussparung, auf den Ring draufgesteckt, je nach Nutzen ausgerichtet und anschließend durch Zuklappen des Griffs befestigt werden. Eine der markantesten Neuheiten des Akku-Winkelschleifers DGA 517 ist jedoch nicht die Trennscheibenschutzabdeckung, sondern mitunter der neue nicht arretierbare Schalter. Dieser befindet sich nun nicht mehr auf der Oberseite, sondern auf der Unterseite des Geräts und verfügt, damit dieser nicht aus Versehen gedrückt werden kann, über einen Sicherheitsmechanismus, durch welchen der Schalter entsperrt werden kann. Somit kann mit dem Zeigefinger der Mechanismus entriegelt werden, wodurch anschließend mit den restlichen Fingern der Schalter gedrückt und die Maschine aktiviert werden kann. Dies hat nämlich den großen Vorteil im Vergleich zu dem konventionellen Schalter, dass falls der Winkelschleifer beim Arbeiten einmal versehentlich aus der Hand rutschen sollte, dieser sich automatisch deaktiviert und somit keinen Schaden bzw. Personenschäden anrichtet. Des Weiteren befindet sich am Fuß der Maschine eine 3-Segment-LED-Akkuanzeige, wodurch zum einen der Akkustand während des Arbeitens verfolgt und abgelesen werden kann und somit zum anderen vor Überlastung warnt. Weiterhin befindet sich nun am Fuß, wie auch bei anderen Geräten gewohnt, ein kleines Rädchen mit 5 unterschiedlichen Stufen zur Verstellung der Rotationsgeschwindigkeit. Dieses muss jedoch zur Erhöhung nach links gedreht werden, was am Anfang eventuell etwas seltsam ist, da man normalerweise genau die entgegengesetzte Richtung gewohnt ist. Infolgedessen sind die unterschiedlichen Rotationsgeschwindigkeiten auf der linken Seite an einem kleinen Produktaufkleber genau ablesbar und können somit je nach Bedarf an unterschiedliche Arbeiten und Zwecke äußerst optimal angepasst werden. Gegebenenfalls greift dann aber auch die Elektronik mit ein, um die Drehzahl während des Betriebs an die benötigte Leistung anzupassen. Den Saft bekommt der Akku-Winkelschleifer wie gewohnt durch einen 18 Volt Lithium-Ionen-Akku, welcher in den auf der Rückseite angebrachten Akkuschacht lediglich eingeschoben werden muss und automatisch einrastet. Soweit zur Theorie, kommen wir nun zur Praxis und demzufolge zum Test. Dabei verwendete ich eine 125 mm Trennscheibe und einen alten Kaminrost, um den Akku-Winkelschleifer hinsichtlich der Leistung und Handling zu prüfen.
Das erste, was hierbei auffiel, ist, dass der Winkelschleifer über einen Sanftanlauf sowie eine Motorbremse verfügt, was im Handling meines Erachtens nach äußerst angenehm und sicher ist. Denn durch die Motorbremse ist die Nachlaufzeit der Scheibe im Vergleich zu Modellen ohne Motorbremse deutlich geringer, was zum einen sicherer, aber zum anderen auch zeitsparender ist. Beim Schneiden mit dem DGA 517 hingegen erwies sich der nicht arretierbare Schalter nach kurzer Gewöhnungsphase als ziemlich praktisch, wobei ein gutes Handling gewährleistet war. Was die Leistung anbelangt, ist, wie man erkennen kann, ebenfalls nicht zu bemängeln, da der Winkelschleifer eine gute Durchzugskraft besitzt und somit auch dickeres Metall in relativ kurzer Zeit ohne Probleme durchtrennt, wobei die Drehzahl während des Arbeitens stufenlos durch das kleine Rädchen geregelt werden konnte. Dementsprechend war es das dann auch schon wieder mit diesem Review meinerseits. Falls dir das Video gefallen hat, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lass doch einen Daumen nach oben da, um meine Arbeit zu unterstützen. Ansonsten noch einmal herzlichen Dank an alle diejenigen, die den Kanal mitfinanzieren, indem sie aktiv über meine Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen. Allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!